Ich freue mich sehr, dass wir heute das Gespräch führen dürfen. Vielen Dank, Kelechi. Gerne, ganz meinerseits. Du warst in der Jugend bereits Kapitän in einem Bundesliga-Verein. Deswegen ist auch die Wahl hier in dieser großartigen Arena, der Commerzbank Arena, nicht ganz zufällig. Beste Kulisse. Du bist dann sehr früh zu Musik, Tanz und Choreografie gekommen. Du warst TV-Juror zum Beispiel bei dem Sat.1-Format You Can Dance. Und du bist heute unter anderem DFB-Spezialtrainer. Genau. Erzähl doch mal, wie kommst du dahin? Fußball, wie schon angesprochen gerade, ist meine erste Leidenschaft gewesen und ist sie immer noch. Und meine Idee war damals, vom Fußball raus in eine neue Bewegungsform, Tanz, Coaching, Companies, um wieder den Weg zurück zu Fußball zu finden. Und ich war noch nicht fertig. Ich dachte mir, ich muss nochmal dem Fußballbereich meinen Fingerabdruck aufdrücken, aber in Form von Coach Dance Speak. Das heißt einfach 3 verschiedene Elemente, um dadurch den Universal Player zu kreieren, der mit allen Sinnen connected ist und dadurch auch beste Leistung bringen kann. Welche innovativen Coaching-Methoden wendest du denn da an, die es vorher nicht gab? Die Spieler kommen durch eine ganz andere Form des Bewegungsmusters, ja, also durch das sie zu sich kommen, Musik, Tanz, ja, sich entspannen, ja, auch in einer Bewegung, auch mal Kraft ausüben in der Bewegung oder auch mal weich sein, ja, in einem Sport, wo es um harte Fakten geht, ja, das zu vereinen und dann noch mit Motivation, mit Energie und mit Emotionen an alles ranzugehen. Das ist was Neues. Das heißt, wir machen Bewegungen, wo die Spieler zum Beispiel mit dem Ball, wenn du jetzt als Beispiel, du hast jetzt einen Konter und dann drehst du dich ja eigentlich um. Aber vielleicht bringst du jemanden bei, wie er aus der Hüfte heraus sich drehen kann. Um die kleine hundertstel Sekunde rauszuholen, die vielleicht dann einen entscheidenden Moment macht, um den Verteidiger dass der Verteidiger den Stürmer stoppt oder das Tor zu verhindern. Primär geht es darum, dass die Persönlichkeit sich weiterentwickelt, ungenutztes Potenzial aktiviert wird und das auf die Straße zu bringen hier auf dem Platz. Wie ist das denn bei den DFB-Profis angekommen? Das ist ja neu. Du bist als Person von deinem Hintergrund neu und das, was du mit den, wie du es ja gerade veranschaulicht hast, die Methoden sind auch neu. Hat das direkt angedockt, Klick gemacht? Das ist ja auch bei vielen Unternehmen ist das ja vielfach sagen wir mal, eine Challenge. Verbesserungsprozesse zu implementieren, weil man muss aus der Komfortzone raus, muss irgendwas Neues machen, sich auf was Neues einlassen. Wie funktioniert das beim DFB? Mein Erfahrungswert ist, dass die Spieler das sehr gut angenommen haben, weil du authentisch bist, ja, und weil du in dem, was du verkörperst, echt bist. Also ich lebe es selber. Ja, ich komme da nicht hin, erzähle irgendetwas, sondern die Spieler wissen, hey, der hat selbst gespielt, der hat selbst seinen Weg gemacht und das, was er uns jetzt näher bringt, ist etwas, was uns alternativ auf das nächste Level bringen soll, damit wir vielleicht den Wettbewerbsvorteil haben gegenüber anderen Mannschaften. Ja? Also das ist eigentlich so eine Sache. Plus Comfort Zone, hast du gesagt. Es ist sehr schwer, gerade auch in Unternehmen, Change Management, also sich weiterzuentwickeln, also willentlich weiterzuentwickeln, obwohl man ja vielleicht eigentlich gar nicht möchte, weil es läuft ja gerade so gut. Ja? Und da müssen Spieler auch ran. Ja? Also ein Mann, ne, tanzt. Da haben schon viele Probleme in Anführungsstrichen, aber es ist nicht tanzen, sondern es ist ein aus sich heraus sich öffnen, sich bewegen für etwas, sich in der Mannschaft bewegen. Im Fußball tanzen die auch an der Eckfahne. Ja? Also, ne, das heißt, da ist alles zusammen. Etwas zusammen machen und Bock haben, sich auf was Neues einzulassen und dadurch sich zu verbessern. Jetzt machst du auch Massenaktivierungen, zum Beispiel bei großen Kickoff-Veranstaltungen. Du hast hier eine riesengroße Massenaktivierung gehabt. Mitten hier drin, erzähl mal. Bis zu 25.000 Menschen gleichzeitig habe ich eine Choreografie beigebracht. Als Beispiel in der Pause von einem Bundesligaspiel, als Beispiel jetzt mal, wir machen alle eine Bewegung oder alle machen die Arme hoch oder alle klatschen, wie bei der EM hat man es ja gesehen, oder alle tanzen zu einem Musikstück, ja, und dann ist eine unglaubliche Energie. Ich meine, das kann man sich ja hier vorstellen, wenn hier alle zusammen auch schreien, also auch singen oder sich bewegen, was da passiert in einem. Das muss eine unglaubliche Unfassbar. Situation sein. Unglaublich. Und wenn du diese Energie kanalisieren kannst, was ja die Idee ist,
und sie dann mit nach Hause nehmen kannst, ins Private, dass du einfach gelöster, entspannt bist, das merkt ja dein Partner auch, und dass du dann aus dieser Quelle heraus dann zur Arbeit gehst. Dann merkt man ja, wow, und wie war dein Wochenende gestern? Oh, ich habe was Tolles erlebt, ich habe gesungen, ich habe mich bewegt, ich habe all meine Sinne des Körpers aktiviert. Und wenn du dann auf der Arbeit bist mit Leuten und die spüren, hey, der ist immer gut drauf, mit diesen Menschen möchte man doch auch ganz gerne sein. Absolut. Ne? Thema Kommunikation auf der Arbeit. Aber es zählt ja letztlich die Gesamtheit. Du musst das ja orchestrieren quasi in einer Symbiose. Du musst harte Ziele natürlich verfolgen. Umsatzergebnis ist wichtig, weil sonst ist alles nichts. Wie verbindest du diese harten Ziele in dein Coaching-Konzept, in das Konzept des universellen Mitarbeiters? Naja, also es sagt ja schon das Wort, universelle Mitarbeiter. Kopf, Herz und Bauch. Ja. Alles ist verbunden. Ja. Und mein Gegenüber hat genau das auch. Ja? Und wenn ich jetzt Ziele vorgebe, ja, wo ich sage, hey, wir müssen jetzt so und so viel Umsatz machen oder wir müssen jetzt für den einen Mitarbeiter oft Utopisches erreichen, dann geht es nur über die Begeisterung, über das Mitnehmen von der Person, über jemanden, überzeugend zu sein in der Situation, wo man vielleicht in der Krise gerade auch ist. Entlassungen in der Firma und trotzdem musst du die Ziele bringen. Da muss ich wissen, als jemand, der vorne dran steht, wie ich jemanden glaubhaft, authentisch weismachen kann, warum er morgen aufstehen soll. Und das hat dann nichts dazu mit Geld. Weil die meisten würden vielleicht sagen, ich habe keinen Bock aufzustehen oder gehe in eine andere Firma. Und da finde ich es wichtig, dass man diese harten Ziele, es ist immer Zuckerbrot und Peitsche, beides kommt zusammen. Das finde ich wichtig. Das eine geht nicht um das andere. Aber harte Ziele alleine reicht nicht, weil sonst würden nicht so viele Leute aus dem Unternehmen rausgehen. Das heißt, man muss den Fokus legen auf das Gesamtheitliche. Ja? Die Menschen im Unternehmen sind jünger geworden auch. Und die Leute wollen Spaß an der Arbeit haben, die wollen sich mehr spüren. Und wenn da so jemand ist, der so alt eingesessen ist, da ist die Kommunikation oder auch die Bindung auch kaum noch da. Das heißt, man muss sich nochmal selbst bewegen, egal wie man schon weiß. Wie würde denn für dich eine perfekte Choreografie in einem Unternehmen aussehen, wenn du dir mal anschaust, Hierarchien, Führungsrichtlinien, Strukturen? Was wäre da für dich die Perfektion? Choreografie, dann brauchen wir erstmal einen Song. Der Song ist die Filmphilosophie. Die muss schon mal cool sein. Oder so klar, dass die Mitarbeiter, die die Choreografie tanzen sollen, die Filmphilosophie-Choreografie, sie auch verstehen. Also verinnerlichen der Filmphilosophie. Sie dann leben. Ja? Und sie auch ausleben, aus sich heraus. Zweitens muss da vorne jemand sein, der ganz klar weiß, wie er dieses Musikstück, wie er die Firmenkultur oder die Businessziele perfekt, im richtigen Timing, mit den besten Mitarbeitern authentisch rüberbringt und dann gemeinsam verfolgt und dann, wenn er dann kann, auch abgibt. Ne? Auch mal an die Mitarbeiter, Thema Vertrauen. Das heißt, ich muss ja auch nicht nur als Choreograf die Choreografie machen, sondern ich muss dann rausgehen als Choreograf und die Tänzer nach vorne an die Stage bringen, damit sie dann alleine nach vorne gehen. Thema, die Mitarbeiter müssen so nach vorne gebracht werden, so universell gecoacht werden, dass sie alleine nach vorne gehen können, damit ich führe. Führe heißt ja nicht, nehme jemanden mehr an die Hand, sondern ich lasse auch mal los. Ja? Und dann am Ende des Tages muss die Performance natürlich stimmen vom Mitarbeiter. Und wenn die Performance nicht stimmt, dazu brauchst du wieder denjenigen, der führt. Ja, genau. Ja? Das war dann ich als Choreograf. Von daher ist alles ein Zusammenspiel. Du hast ein neues Projekt mit der K.O.-Plattform, Coach Dance Speak. Genau. Erzähl mal was darüber. K.O.-Plattform. Kelechi Onyele erstmal, dass man das versteht. Kele heißt Danke. Chi heißt Gott. Dankbarkeit. Ja? Und die Idee war, wie gesagt, Kopf, Herz, Bauch zu vereinen. Also alles, was mich als Mensch ausmacht, anderen Menschen bereitzustellen. Egal ob in Firmen, Sportlern, wo auch immer. Und dann dafür zu sorgen, dass du den Unterschied machst. Dass du nicht den herkömmlichen Weg nimmst, jemanden zu coachen. Weil du musst ja erstmal jemanden erreichen und der muss dich legitimieren, dass er dir überhaupt zuhört. Ja? Und die Idee ist einfach zu sagen, dass du dich so weit selber auch empowerst, so weit selber auch nach vorne gehst, so weit selber auch dich motivieren lernst, weißt, wo ist mein Drive jeden Morgen, damit du dann vom K.O. zum OK kommst. Okay. Herzlichen Dank, Kelechi. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Schönen Tag.